Wie würde ich 750 € monatlich in einem ETF-Sparplan anlegen? Diese Frage stellen sich wohl viele, die mit der Geldanlage in Aktien und ETFs beginnen wollen. In diesem Video schauen wir darauf, welche Strategien ich persönlich anwenden würde, wenn ich einen Sparplan von 750 € bei einem beliebigen Broker anlegen würde. Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Wann ist überhaupt ein Sparplan sinnvoll? Grundsätzlich gilt bei der Geldanlage in ETFs und Aktien, man sollte vor allem bei ETFs und Aktien immer einen Anlagezeitraum von mehr als 10 Jahren mitbringen. In den vergangenen Videos vom 100 € bis zum 500 € Sparplan sowie in meinem Video zu den größten Krisen des MSCI Worlds bin ich bereits auf einige Phasen näher eingegangen. Wenn euch die verschiedenen Krisen des MSCI Worlds interessieren und wie dieser Index diese überstanden hat, dann schaut doch einmal hier vorbei. Statistisch gesehen ist es am rentabelsten, wenn man sein Investment auf einmal direkt am Anfang anlegt, weil man dann die gesamte Anlage so lange wie möglich investiert hat und so einen längeren Anlagezeitraum abstaubt. Es gibt auch das Sprichwort Time in the Market beats Timing in the Market. Da viele von uns aber keine 50.000 oder 100.000 € einfach mal so rumliegen haben, ist der Sparplan eben ein beliebtes Mittel, um schrittweise sein Vermögen aufzubauen. Warum sollte man auch bei einem Sparplan von 750 € monatlich so wenige ETFs wie möglich besparen? Auch hier gilt, das Kaufen und Verkaufen von ETFs verursacht auf verschiedenste Arten und Weisen Kosten, die natürlich von Broker zu Broker unterschiedlich sind. Generell würde ich bei einem 750 € Sparplan einen bis hin zu maximal 5 ETFs besparen. Bei der Sparsumme ist also relativ viel möglich. Diese Option schauen wir uns jetzt gleich an. Vorneweg noch einmal, warum sonst noch so wenig ETFs wie möglich? Das hat mit der Komplexität zu tun und auch mit der Strategie. Je mehr ETFs ich kaufe, auf je mehr Hypezüge ich eventuell aufspringe als Anleger, desto gefährlicher ist es eben, dass ich Performance-Chasing betreibe und von meiner ursprünglichen Strategie abweiche. Die erste Variante, die wir uns hier anschauen, ist ein klassischer MSCI All Country World Index ETF. Dieser ETF beinhaltet mehr als 2400 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern und ist somit eine simple Möglichkeit, um breit gestreut in Aktien zu investieren. Nach Anlage eines Sparplans kann dieser ETF im Prinzip jahrelang bespart werden, ohne dass Anpassungen vorgenommen werden müssten. Das verhindert auch ein wenig, dass man versucht, permanent dem besten ETF hinterherzulaufen und somit permanent seine Strategie ändert, was langfristig zu einer schlechteren Rendite führt. Die geringe Komplexität dieses ETFs ist also ein Vorteil. Man bildet hier mit einem ETF praktisch die ganze Welt ab. Allerdings gibt es hier keine Eingriffsmöglichkeiten bei der Gewichtung und es sind zudem keine Small-Cap-Titel, das heißt Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung enthalten, die potenziell in Zukunft auch stärker wachsen könnten als der Durchschnittsmarkt. Der Index hinter diesem ETF erzielte eine Performance von 8,68% pro Jahr seit 1987. Hätte man hier 1987 mit einem 750 € Sparplan angefangen monatlich zu sparen, so hätte man im Jahr 2022 nach 35 Jahren Besparen einen Wert von ca. 1,5 Millionen € in seinem Depot. Wir sehen aber auch, dass zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2010 das Wachstum praktisch stagnierte und der Depotwert trotz monatlicher Einzahlungen nicht deutlich gestiegen wäre. Hier war von den Anlegern Durchhaltevermögen gefordert. Zwischen 2010 und 2020 konnte der Wert des Depots von 400.000 € auf über 1 Million € ansteigen. Rechnet man die jährliche Performance des Index hoch, so würde man, wenn man heute mit einem Sparplan beginnen würde, nach 40 Jahren bei mehr als 3,2 Millionen € herauskommen. Sofern die Performance des Index natürlich so weitergeführt werden kann wie in der Vergangenheit. Hier sind allerdings eben noch nicht die Kosten für den ETF und die Steuern abgezogen und auch nicht die Kosten für den Broker. Die Variante 1b ist ähnlich anzusehen wie die Variante 1a. Es gelten dieselben Rahmenbedingungen wie zuvor, nur dass dieser ETF im Beispiel ausschüttend ist, also jährlich die Dividenden der Aktien im ETF an den Anleger ausschüttet. Hier erhaltet ihr also regelmäßig die Dividenden der Aktien aus dem ETF auf euer Verrechnungskonto bei eurem Broker ausgezahlt. Vor allem, wenn euer Depot bereits sehr groß ist, ist es ganz nett, regelmäßig automatisch Entnahmen aus dem laufenden Portfolio zu erhalten, beispielsweise um steuerliche Freibeträge auszuschöpfen. Zu den Top 5 Dividenden-ETFs habe ich übrigens hier schon mal ein Video gemacht. Allerdings ist der Zeitraum der Messung der jährlichen Performance dieses Index um einige Jahre kürzer als bei der Variante 1a, weswegen die Vergleichbarkeit dieses Wertes nicht zu 100% gegeben ist und die gute Performance der letzten 17 Jahre täuschen wird. Pro Jahr erzielte der Index 9,19%. Auch bei diesem ETF sind keine Small-Cap-Aktien mit dabei, wie in Variante 1a, und natürlich könnt ihr hier auch nicht die Gewichtung von Schwellenländern zum Beispiel festlegen. Hätte man
mit diesem ETF 2005 einen 750-Euro-Sparplan aufgesetzt, stünde das Depot heute bei einem Wert von 400.000 Euro. Anders als bei der Variante 1a, deren Historie wesentlich länger war, ging es hier im Sparplan seit 2005 beinahe nur bergauf. Die Finanzkrise spielte hier eben noch keine größere Rolle, da zu diesem Zeitpunkt der Depotwert noch relativ gering war. Die Corona-Krise ist hier das einschneidendste Ereignis gewesen, was am meisten heraussticht. Generell haben größere Krisen dann einen größeren Einfluss, wenn die gesparte Summe bzw. das Depot aus dem Bullenmarkt im Vorfeld schon groß war. Im unmittelbaren Umfeld von Krisen bzw. in einem Bärenmarkt mit einem Sparplan auf ETFs zu beginnen, kann sich also positiv auswirken. Nur wird das natürlich sicherlich kaum jemand so timen können und es wäre eher ein Zufall. Vergleichen wir die Variante 1b einmal mit der Variante 1a in der historischen Performance seit 2005. Wir nehmen also an, wir hätten in beide ETFs seit 2005 monatlich 750 Euro investiert, dann sehen wir, dass beide ETFs praktisch deckungsgleich in der Performance sind. Das spricht auch dafür, dass sich breit gestreute Welt-ETFs natürlich sehr ähnlich verhalten. Man kann sich hier also auf kleine Rahmenparameter wie die Ausschüttungsart oder die Gesamtkostenquote oder Tracking-Differenz konzentrieren, um hier seine Auswahl zu treffen. Der FTSE All World ETF lag aber seit 2016 immer häufiger minimal vorne. Am Ende des Videos sehen wir aber dann noch eine tabellarische Übersicht der beiden ETFs und ihren Endwerten. In der Theorie würde der FTSE All World, also die Variante 1b, nach 40 Jahren bei einem größeren Depotwert herauskommen, nämlich bei beinahe 3,7 Millionen Euro, wenn man heute mit einem 750 Euro Sparplan im Monat starten würde. Allerdings sei nochmal unterstrichen, dass die Historie dieses Index wesentlich kürzer ist als die des MSCI All Country World Index aus Variante 1a. Trotzdem sieht man, dass die Performance-Unterschiede von knapp 1% auf 40 Jahre gesehen schon eine halbe Million Euro Unterschied ausmachen können, was ja den Zinseszinseffekt noch einmal etwas verdeutlicht. Die zweite Variante beinhaltet mit dem iShares MSCI World ETF einen ETF, der ausschließlich in Industrienationen investiert und als zweiten ETF den iShares MSCI Emerging Markets ETF, der in die Schwellenländer investiert. Vorteil, hier hat man die Schwellenländer im Verhältnis zu ihrer Marktkapitalisierung übergewichtet mit 30% in seinem Portfolio. In den Varianten 1a und b machen die Schwellenländer naturgemäß 10 bis 15% des Sparplans aus. Man setzt hier also darauf, dass Schwellenländer aus Asien, Europa, Südamerika und Co. langfristig stärker wachsen und phasenweise theoretisch eine bessere Performance hinlegen als die Industrienationen. Das ist in der Vergangenheit auch in vielen Zeitabschnitten gelungen. Diesen sogenannten Political Risk Factor, der hinter dem Emerging Markets ETF steht, habe ich hier in meinem Video zum Thema Factor Investing genauer erklärt. Schaut da gerne einmal vorbei. Der Nachteil, hier benötigt ihr natürlich zwei ETFs in eurem Sparplan und die Small Cap Aktien aus den Industrie- und Schwellenländern sind hier immer noch nicht mit dabei. Man könnte allerdings auf den iShares MSCI Emerging Markets IMI ETF setzen, dann hätte man zumindest die Small Cap Aktien bei den Emerging Markets mit dabei. Umgerechnet kommt man mit diesem Sparplan auf Indexbasis auf eine Rendite von ca. 11% pro Jahr, was mehr ist als bei den Varianten zuvor. Auch kann es sein, wenn die Industrienationen oder Schwellenländer jeweils zu stark wachsen, dass ihr dann mit der Zeit rebalancen müsst, wenn beispielsweise auf einmal durch das starke Kurswachstum in einigen Schwellenländern der Anteil der Emerging Markets in eurem Portfolio bei 40 oder 50% liegt. Das bedeutet natürlich Aufwand und Kosten, die entstehen beim Verkauf und Kauf. Diese Kosten sind aber bei der Sparsumme und wenn man einen günstigen Broker hat, etwas zu vernachlässigen. Hätte man 1987 begonnen, einen 750 Euro Sparplan monatlich nach diesem 70-30-Prinzip anzulegen, dann hätte dieses Depot bereits nach 30 Jahren die 1 Million Euro Depotmarke geknackt. Auch hier gab es zwischen den Jahren 2000 und 2010 eine kleine Durststrecke, die aber schneller als bei Variante 1a überwunden werden konnte. Was wäre hier aber gewesen, wenn wir seit 2005 750 Euro monatlich nach dem 70-30-Prinzip angelegt hätten? In den ersten 5 Jahren wäre der 70-30-Sparplan besser gelaufen als die Varianten 1a und b. Seit 2014 ist der Sparplan aber deutlich zurückgefallen, was an der zuletzt kurzfristig eher mäßigen Performance der Emerging Markets liegt. Die letzten 8 Jahre lang war die Übergewichtung der Emerging Markets also wenig gewinnbringend, was aber nicht bedeutet, dass es in Zukunft nicht wieder andersherum ist. Auf Basis der theoretischen Gesamtrendite dieses 70-30-Portfolios aus der Vergangenheit würden wir mit einer Rendite von fast 11% pro Jahr bei einem 750 Euro Sparplan ab heute bereits nach etwas mehr als 23 Jahren die 1 Million Euro Marke im Depot knacken können. Nach 40 Jahren stünde ein Depotwert von 6,3 Millionen Euro zu Buche. Wie gesagt, Kosten, Steuern und Inflation natürlich nicht mit berücksichtigt. Der Zinseszinseffekt schlägt hier also bei der relativ hohen Sparrate und der langen Anlagezeit natürlich voll zu. Eine tolle Übersicht darüber, welche Direktbanken und Filialbanken zu welchen Kosten wie viele ETFs anbieten, findet ihr übrigens bei Tech-Aktien auf Instagram. Schaut da gerne einmal vorbei. Außerdem ist dort auch ein Ranking verfügbar über die größten ETFs
ETF-Anbieter in Deutschland sowie über die beliebtesten ETFs in Deutschland. Die Variante 3 ist in diesem Video nun eine andere als in dem Vorgängervideo, um hier etwas Abwechslung in die Alternativen hineinzubekommen. Zuletzt hatte ich an dieser Stelle einen Sparplan, der einen ETF mit Staatsanleihen beinhaltet, vorgestellt für eher defensiv aufgestellte und vorsichtige Anleger. Diese Variante könnte man bei einem 750€ Sparplan natürlich genauso gut verwenden. Schaut daher im letzten Video nochmal vorbei, wenn euch ein Sparplan mit einer etwas vorsichtigeren und risikoärmeren Herangehensweise interessiert. Heute haben wir hier ein alternatives Weltportfolio dabei, was viele von euch vielleicht auch in ähnlicher Form bereits besparen. Wir haben hier, wie in Variante 2, einen MSCI World ETF und einen MSCI Emerging Markets ETF dabei. Außerdem haben wir aber noch einen Europa ETF, nämlich den iShares Euro Stocks ETF mit dabei. Europäische Aktien sind zwar im MSCI World bereits enthalten, für viele ist die Gewichtung dort aber zu niedrig, deswegen erzeugt man hier quasi künstlich einen Klumpen mit diesem Sparplan, der die EU-Aktien eben dann im Gesamtdepot oder Sparplan höher gewichtet. Seit dem Jahr 2000 ist der Index hinter diesem Europa-ETF, der 600 europäische Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung enthält, um 3,75% pro Jahr gewachsen. Also deutlich schlechter als die anderen beiden Indizes. Viele setzen einen Europa-ETF ein, um die Dominanz von den US-amerikanischen Aktien im MSCI World zu reduzieren. Der eine oder andere verwendet anstatt eines MSCI Worlds aber auch gegebenenfalls einen S&P 500 oder einen Nasdaq ETF, um vor allem die USA wieder in den Fokus zu rücken. Wenn man das macht und diesen MSCI World ETF durch diese US-amerikanischen Indizes ersetzt, dann schließt man aber auch ganz viele Industrienationen aus, die man dann auch nicht mehr über einen Europa-ETF hineinbekommt. Beispielsweise Japan wäre dann hier in dieser Konstellation überhaupt nicht vertreten, weshalb ich im Beispiel hier vereinfacht den MSCI World gewählt habe. Sonst müsste man noch weitere ETFs dazu nehmen oder sollte zumindest drüber nachdenken. Hätten wir im Jahr 2000 mit einem Investment in diesen Sparplan begonnen, mit 750€ pro Monat, dann stünde das Depot heute bei 550.000€. Die Finanzkrise 2008 und der Corona-Crash hätten ein derartiges Portfolio leicht stärker belastet. Ansonsten konnte aber natürlich auch hier gutes Wachstum erzielt werden. Aufgrund des Bullenmarktes in den letzten Jahren war das aber bei fast jeder Kombination derartiger ETFs so. Hätte man 2005 begonnen mit dem Sparen, so läge man im Vergleich zu allen anderen Varianten praktisch exakt gleich auf mit der Variante 2 und hinter den Varianten 1a und b. Auch hier hätten sich die Emerging Markets negativ ausgewirkt und auch Europa konnte keine Outperformance insgesamt erzielen. Ganz zu Beginn, unmittelbar vor der Finanzkrise 2008, lag diese ETF-Kombination aber kurzzeitig sogar insgesamt in diesem Vergleich bisher vorne. Blicken wir nach vorne und übertragen die historische Rendite der enthaltenen ETFs in die Zukunft, stünde nach 40 Jahren hier ein theoretischer Depotwert von 5,1 Millionen Euro zu Buche. Der Europa-Anteil würde hier in der Theorie für eine schlechtere Performance im Vergleich zur 70-30-Anlage in Variante 2 sorgen. Für diejenigen, die aber sagen, Europa wird in den nächsten 40 Jahren die Welt und die Emerging Markets outperformen, zumindest phasenweise, ist diese Variante hier mit dem Europa-ETF natürlich trotzdem lukrativ. Die Variante 4 entspricht ebenfalls überwiegend der Variante 2, beinhaltet also einen MSCI World ETF und einen MSCI Emerging Markets ETF. Hier wird der Sparplan aber noch ergänzt um einen Small Cap ETF, der die Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung aus Industrienationen enthält. Die Small Cap Titel aus dem Small Cap ETF werden mit diesem Sparplan eben übergewichtet, genauso wie die Aktien aus Schwellenländern mit dem Emerging Markets ETF. In der Theorie bieten diese Small Cap Titel ein größeres Wachstumspotenzial. Schaut euch dazu, wie gesagt, gerne mein Video zum Thema Factor Investing an, da wird das etwas genauer erklärt. Auch hier in diesem Portfolio muss mit der Zeit Rebalancing betrieben werden, was eben Kosten und Aufwand verursachen kann. Hätte man im Jahr 2000 mit einem 750€ Sparplan in diese ETF-Kombination begonnen, so stünde man heute bei einem Depot 22 Jahre später von ca. 579.000€. Im Vergleich zur Variante 3, die einen ähnlichen maximalen Zeitraum besitzt, läge man hier also vorne. Auch hier natürlich ohne Steuern, Inflation, Kosten und so weiter einzubeziehen. Hätte man 2005 begonnen, würde man letztendlich heute schlechter abschneiden als die Varianten 1a und b, besser jedoch als die Varianten 2 mit 70-30 und auch besser als die Variante 3 mit dem Europa-ETF. Dass man im Vergleich zur Variante 1a und b hinten liegt, liegt am Ende erneut vor allem an dem Emerging Markets ETF, der in der letzten Zeit eben nicht so gut lief. Allerdings in der Zeit von 2005 bis 2019 lag diese ETF-Kombination performance-technisch vorne, da der Small Cap ETF Überrendite gebracht hat und auch die Emerging Markets eben damals noch nicht so stark nach unten gezogen haben und bis vor einigen Jahren ebenfalls einen Renditeplus erzielten. Erst auf den letzten Metern hat diese Sparplankombination quasi verloren. Mit einer theoretischen Gesamtrendite aus der Vergangenheit von mehr als 10% würde man in Zukunft nach 40 Jahren bei einem Depotwert von mehr als 5,6 Millionen Euro herauskommen, läge also basierend auf den ganz langen historischen Daten, also hinter dem 70-30-Portfolio, aber vor den anderen. Vorausgesetzt natürlich, die Performance pro Jahr im Durchschnitt aus der Vergangenheit kann bei diesen
3 ETFs beibehalten werden. Die nächste Variante ist eine, die viele Anleger sehr gerne mögen, nämlich die Core-Satellite-Strategie. Neben einem Kern-ETF, der maximal breit diversifiziert ist, wie bei Variante 1a zum Beispiel, den MSCI All Country World Index ETF der Fall, gibt es einen Satelliten-ETF, der die breite Diversifikation wieder etwas reduziert und eine besondere Gewichtung von kleineren, länder- oder branchenspezifischeren Aktien mit hineinbringt. Als Beispiel habe ich dieses Mal den Luxor New Energy ETF mitgebracht, der augenscheinlich nachhaltige Aktien aus der Energiewirtschaft besitzt. Dieser Trend-ETF hat in den vergangenen 5 Jahren eine Performance von 111% erzielt, also überragend. Dabei weist der Index seit seiner Auflage im Jahr 2004 eine Rendite von 9,3% pro Jahr aus. 2008 ging es hier aber um 58% nach unten, deutlich stärker als beim MSCI World oder beim All Country World Index. Dieser Satellite-ETF ist damit also deutlich risikoreicher als breit gestreute MSCI World ETFs. Der MSCI All Country World Index verlor zum Beispiel im Jahr 2008 nur 38,7%. Daher wird der Satellite ETF aufgrund des höheren Risikos hier auch nur mit 10% gewichtet. Denkbar sind natürlich weitere Satellite ETFs auf andere Branchen, wie beispielsweise ein Xtrackers MSCI World Information Technology ETF auf die IT-Branche, der auch sehr beliebt ist. Der Nachteil ist hier natürlich, dass regelmäßig geschaut werden muss, ob die entsprechenden Satellite-ETFs überhaupt noch performen, und hier besteht die Gefahr, dass man seine Strategie ganz schnell verliert und immer wieder dem neuesten Trend hinterherläuft, was schlecht für die Rendite ist. Die Branchenwetten können zwischenzeitlich auch zu einer Bremse im Portfolio werden und gerade in schlechten Marktphasen das Depot belasten. Hätte man Ende 2003, Anfang 2004 mit einem 750 € ETF-Sparplan auf diese Kombination begonnen, so stünde das Depot heute in der Theorie bei einem Wert von 437.000 € vor Steuern. Wenn wir den Vergleich seit 2005 mit den anderen Varianten antreten, hätte ein ETF-Sparplan dieser Art von Anfang an schlechter performt als alle anderen Alternativen in diesem Video. Zumindest bis zum Jahr 2020. Nach dem Corona-Crash blühte diese ETF-Kombination etwas auf, aufgrund des Hypes um die grünen und nachhaltigen Energieaktien. Am Ende hätte man bei einem 750 € Sparplan seit 2005 heute einen Depotwert von 388.000 € erreichen können und läge damit gleich auf mit der Variante 4 und hinter den Varianten 1a und 1b. Kurzfristig können solche Branchenwetten also funktionieren, über längere Zeit hätte diese Wette jedoch nicht funktioniert und es bleibt fraglich, ob das erhöhte Risiko sich hier überhaupt langfristig lohnt. Basierend auf der theoretischen Gesamtrendite dieser Sparplankombination kämen wir bei einem heute startenden Sparplan von 750 € im Monat nach 40 Jahren bei ca. 3,3 Millionen € vor Kosten und Steuern heraus. Damit liegt dieser ETF im Mittelfeld dieses Rankings basierend auf den historischen Renditen. Die Factor-Strategie funktioniert aus meiner Sicht erst so richtig ab Sparplansummen um die 750 €, natürlich bei 800 € oder 1000 € noch viel besser, weil die Aufteilung dann etwas leichter von der Hand geht. Hier investieren wir in 5 ETFs zu gleichen Anteilen, 20% eben davon von der Sparsumme in jeden einzelnen dieser ETFs. Mit dabei ist hier ein iShares MSCI World Small Cap ETF, der MSCI World Emerging Markets ETF, der World Momentum ETF, ein Value ETF und ein Quality ETF. Wir setzen hier also auf verschiedene Faktoren wie den Political Risk Factor bei den Emerging Markets, auf den Small Cap Faktor, auf den Momentum Faktor und auf den Quality und Value Faktor. Hierbei wird davon ausgegangen, dass alle Faktoren in gewissen Marktphasen Überrenditen erzielen und insgesamt dieser Faktoransatz den normalen Weltmarkt outperformen kann. Mehr dazu in meinem Video zum Thema Factor Investing. Dort habe ich die einzelnen Faktoren noch ausführlicher erklärt. Der Nachteil bei dieser Lösung ist natürlich das regelmäßige Rebalancing und die Komplexität. Auch der erhöhte Aufwand beim Verkauf und Umschichten, da man hier 5 verschiedene ETFs besitzt, ist eben zu berücksichtigen. Im Verhältnis dazu muss man sich fragen, ob die phasenweise leichte Überperformance diesen Aufwand rechtfertigt. Hätte man im Jahr 2000 mit einem Investment begonnen, so stünde man heute hier bei einem Depotwert von mehr als 611.000 €. Die Varianten 3 und 4, die beide ebenfalls im Jahr 2000 hätten starten können, hat die Faktorstrategie in diesem Zeitraum damit hinter sich gelassen, was zeigt, dass diese Faktoren phasenweise eben tatsächlich funktionieren. Hätten wir diese ETF-Sparplan-Kombination seit dem Jahr 2005 mit 750 € im Monat bespart, lägen wir mit der Faktorstrategie bis zum Corona-Crash teilweise sehr deutlich vorne. Die Faktorstrategie funktioniert also. 2018 und 2020 war der Abstand von der Performance her eines derartigen Sparplans zum Rest der Sparplanvarianten, die ich hier vorstelle, sehr deutlich. Zuletzt hat die Faktorstrategie allerdings etwas am Boden verloren im Vergleich zu den Varianten 1a und b, die letztendlich beide knapp vor der Faktorstrategie heute liegen. Würden wir die historische Rendite hochrechnen auf die Zukunft, so würde man nach 40 Jahren Sparplan mit 750 €
monatlich in diesen ETFs verteilt, theoretisch bei einem Depotwert von 4,3 Millionen Euro herauskommen. Allerdings, die Prognosen sind natürlich stark davon abhängig, wie lange ein ETF oder Index schon besteht. Da finde ich persönlich den historischen Vergleich seit 2005 in diesem Fall aussagekräftiger. Grundsätzlich sieht man hier, dass Vergleiche von ETFs und Indizerenditen maßgeblich von dem zu vergleichenden Zeitraum abhängen. Man findet praktisch für jede Aussage, die man treffen möchte, den passenden Zeitraum, in dem ein Index oder ETF eine tolle Performance hingelegt hat. Daher gilt für mich, ich möchte gerne Vergleiche mit einer möglichst langen Historie anstellen. 2005 bis heute, was eben der längste vergleichbare Zeitraum dieser Indizes und ETFs ist daher auch sehr kurz. Aus diesem Grund habe ich eben für die Prognose in diesem Fall bei jedem einzelnen ETF bzw. Indiz immer die für den jeweiligen Index längstmöglichste historische Performance als Wert gewählt, was die Vergleichbarkeit natürlich deutlich abschwächt, da einige Indizes eben seit den 80ern bestehen und andere erst seit 2005. Den Vergleich jedoch ausschließlich nur auf den Zeitraum ab 2005 zu reduzieren, halte ich dennoch auch für falsch, weil dies dann eben auch zu einseitig und zu kurz in der Betrachtung ist. Daher haben wir in der Prognose die historischen Renditen eines jeden einzelnen Index und im Vergleich seit 2005 dann eine zeitlich gleiche Ausgangslage und einen faireren Vergleich, der aber eben aufgrund der geringeren Betrachtungsdauer, kurzer Zeitraum, auch wieder eingeschränkt ist. Beides zusammen ergibt dann vielleicht ein runderes Bild. In der Prognose liegt daher der 70/30 ETF Sparplan aus Variante 2 vorne, vor dem 60/20/20 Sparplan aus Variante 4. Der Sparplan mit dem Europa ETF folgt dahinter, vor dem Faktor Sparplan aus Variante 6. Danach folgen der FTSE All World Sparplan und dann erst das Core Satellite Beispiel. Im realen Vergleich, also was ist wirklich passiert, seit 2005 liegt der FTSE All World ETF als Sparplan eben aus Variante 1b vorne mit einem Depotwert von 394.000 vor dem All Country World Index ETF aus Variante 1a mit 392.500 sowie dem Factor Sparplan mit 392.000 Euro. Die liegen also alle sehr eng beieinander. Dahinter folgen der 60/20/20 Sparplan aus Variante 4 und der Core Satellite Sparplan mit 388.000 Euro. Das Schlusslicht bilden hier der Sparplan mit dem Europa-ETF und der 70/30 Sparplan mit ca. 373.000 Euro Depotwert. Zwischen allen Varianten liegen nach 17 Jahren Sparen mit 750 Euro monatlich, also in etwa 11.000 Euro Differenz. Das sind immerhin fast 15 Monatssparraten Unterschied. Wie wir im Verlauf des Charts aber sehen, gibt es durchaus Momente, wo unterschiedliche ETFs vorne liegen. Über eine lange Zeit hinweg lag beispielsweise die Variante 6 mit dem Faktor-Portfolio vorne. Ich persönlich würde bei einem 750 Euro Sparplan oder bei einem 800 Euro Sparplan eben zu dieser Variante 6 greifen und ein Faktor-Portfolio aufbauen. Im Vergleich seit 2005 und auch in der längerfristigen Betrachtung sieht man, dass die Theorie dahinter gut funktioniert. Natürlich gibt es Marktphasen, in denen bestimmte Branchen-ETFs stark performen können oder in denen die klassische Ein-ETF-Lösung mit dem All Country World Index und dem All World ETF funktionieren. Für Anleger, die das Depot möglichst einfach haben möchten, sind die Varianten 1a und b mehr als nur gute Möglichkeiten oder Alternativen, da hier eben kein Rebalancing und kein Beobachten notwendig ist. Die Variante 6 und alle anderen Varianten sind da schon etwas mehr Arbeit. Für welche Strategie würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt mir auch gerne Bescheid, wenn ihr ein Video über einen 1000 Euro ETF-Sparplan sehen möchtet. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit der nächsten Aktienanalyse wieder. Bis dahin, macht es gut.